Zeit und viel Platz ist ein Luxus und das wird auch immer so bleiben. Hi, Servus und herzlich willkommen auf CVTube. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris und heute geht es um diesen Monster-Monitor. Ich packe ihn erstmal zackig hier im Keller für dich aus. Um Zeit zu sparen und viel Platz zu haben, habe ich dieses Jahr tief in die Tasche gegriffen und mir diesen XXL Curve Monitor gegönnt. Der Monitor kommt in einer schlichten Verpackung von 66 x 47 x 130 cm Abmessung, daher er ist ziemlich schwer und unhandlich, er wiegt 19 Kilo. Es ist jeweils ein Griff an der Frontseite, sodass ein Transportieren alleine nicht möglich ist. Vor dem Öffnen darauf achten, dass die Oberseite mit dem Schriftzug Open hier oben ist. Aha, schaut ja recht aufgeräumt aus mit den versenkten Elementen. So, dann schaue ich erstmal in dem Schachtel, was drin ist. Okay, da sind viele Kabel und alle einzeln in Tüten verpackt. Das muss ja auch nicht mehr sein. Ein Netzwerkkabel USB-C auf USB-C, HDMI auf HDMI und ein DP auf DP-Kabel, Kabelklemme, Bedienungsanleitung, Garantieheft. Dann hier einen Standfuß aus Metall in Grau, an der Unterseite eine Flügelschraube, so brauchst du kein Werkzeug, um den Monitor zusammenzubauen. Hier dann eine Abdeckung für die Kabel, ja, und hier ist das zweite Teil vom Standfuß, und zwar das, was an den Monitor kommt. Der Standfuß ist aus Metall, also schwer. Am anderen Ende befindet sich ein Kugelkopf mit Klickhalterung. Den einfach oben reinschieben und nach unten drücken, bis die Halterung hörbar einrastet. Nun schraube ich noch den untersten Teil an vom Fuß mit der Flügelschraube. Du kannst diesen mit einer Geldmünze festziehen, wenn dieser ganz fest angezogen sein soll. Damit du eine Vorstellung von der Größe hast, zeige ich dir hier mal meine Vorher-Nachher-Schreibtisch-Setup. Das ist mein alter 27 Zoller Monitor. Tada! Das ist mein neuer Monitor. Also die richtige Schreibtischgröße solltest du schon haben für den Monitor. Weil so seitlich auf den Tisch stellen ist nicht die richtige Lösung. Einen neuen Schreibtisch habe ich mir schon bestellt. Das Setup zeige ich dir dann im nächsten Video. Die Abmessung von dem Monster ist 121 cm breit x 36,5 cm hoch und 20 cm tief. Wobei die Tiefe am Standfuß gemessen ist, weil der muss ja schließlich auch auf dem Schreibtisch Platz finden. Hängt dieser an der Wand, so hat er eine Tiefe von 7 cm. Da der Monitor einen Rahmen von 1 cm hat, ergibt sich ein sichtbares Bild von 119 x 34,5 cm. Um es besser für dich sichtbar zu machen, kann ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, dreiviertel DIN A4 Blätter nebeneinander stellen. Klar, oben bleiben noch 4 cm Platz. Das ist Monster mega geil. Platz ohne Ende. Aber was steckt drin in dem guten Teil? Ich habe hier einen IPS-Monitor mit 144 Hz Aktualisierungsrate und eine Reaktionszeit von 5 Millisekunden in dem Format 32:9 mit einer maximalen Auflösung von 5120 x 1440 Pixeln in QHD Auflösung, Unterstützung für HDR10 und Display HDR400 für dynamische und kontrastreiche Bilder. Aktualisierungsrate eines Displays gibt an, wie oft das Bild auf dem Bildschirm pro Sekunde aktualisiert wird. Je höher die Herzzahl, umso glatter das Bild. Und die Reaktionszeit ist die Zeit, wie schnell die Pixel ihre Farbe ändern in Millisekunden. Eine zu hohe Reaktionszeit sorgt für unscharfe Effekte und Verzerrungen, sogenanntes Ghosting. Naja, und Pixel, das weißt du wahrscheinlich schon, das ist die Pixeldichte pro Zoll. Je höher diese Zahl, desto schärfer oder konturreicher ist das Bild auf dem Monitor. Dann verfügt der Monitor hier oben über einen Umgebungslichtsensor, der die Helligkeit reguliert, und die Low Blue Light Technologie. Diese blockiert schädliche blaue Lichtstrahlen. Studien haben nämlich darauf hingedeutet, dass bei Displays der Blauanteil des Lichts
schädlich sein kann. 2x10 Watt Lautsprecher hat der Monitor auch an Bord. Sie erfüllen ihren Zweck zum im Internet surfen, aber für einen musikalischen Hörgenuss oder so sind sie nicht geeignet. Bedienung des Monitors Menü. Hinten rechts befindet sich ein Multifunktionsknopf oder Mini-Joystick. Mit dem kannst du mit einfachem Rechts- und Linksdrücken die Lautstärke regulieren. Nach unten den Ton stumm schalten. Wenn du den Mini-Joystick in der Ausgangsposition, also in der Mitte reindrückst, öffnet sich das Schnellbedienungsmenü von dem Monitor. Hier kannst du unter anderem Eingang Bildmodus verändern. Einstellungen, hier hast du noch viele andere Möglichkeiten an Einstellungen dazu, aber mehr im nächsten Video, wo ich detailliert darauf eingehe, sonst wird dieses Video viel zu lang. Nun geht es weiter zu den Anschlüssen am Monitor, was sie heißen und für was du sie benötigst. Der Monitor hat einen USB-Up, also Typ A Upstream Anschluss. Es ist leider kein Kabel im Lieferumfang dabei. Du benötigst diesen Anschluss, wenn du die zwei USB-Anschlüsse auf der rechten Seite vom Monitor benutzen willst. Dann musst du diesen Anschluss mit deinem Computer verbinden. Ja, es ist nichts anderes als ein Hub. USB-C Anschluss. Dieser Anschluss ist der wichtigste und beste für mich. An diesen kann ich meinen Mac mit nur einem Kabel anschließen. Das Bild wird vom Mac auf meinen Monster übertragen. Daten kann ich hin und her schieben und er wird gleichzeitig mit maximal 90 Watt geladen. Das ist saugeil. Einen DP-Anschluss, also DisplayPort, dieser Anschluss ist der optimalste, wenn du an das Monster deinen Computer anschließen willst. Vorausgesetzt, du hast auch so einen DP-Port an deinem Computer. Dann kannst du das mitgelieferte Kabel benutzen. Hiermit hast du eine breitere Bandbreite und höhere Auflösung als mit HDMI. Das sind diese zwei Anschlüsse. HDMI steht für High Definition Multimedia Interface. Dieser Anschluss ist der beste, wenn du keinen DisplayPort-Anschluss an deinem Computer hast oder den Monitor an eine Konsole anschließen willst und einen AC Alternating Current, also einen Wechselstromanschluss, und somit der letzte und allerwichtigste, weil ohne den geht gar nichts. Dann hat der Monitor, wie erwähnt, zwei USB und einen Kopfhöreranschluss. So, nun zu der Bezeichnung hinter dem Namen 49WQ95XWAEU. Für was steht AEU? Ich fange mal von vorne an. 49 ist die Bildschirmgröße in Zoll. W ist die Bildschirmauflösung, in diesem Fall größer als Quad HD, QHD. Beispiel: U steht für Ultra HD und B für größer als Full HD. M ist Full HD. Q ist die Monitorserie, 95X Modell in Serie, W die Monitorfarbe. Dann, was danach kommt, ist eher nicht mehr so wichtig für dich, sondern mehr für die Servicezentren, die Reparaturen durchführen. A steht für die erste Generation oder Version, wenn also quasi der Produktionsprozess sich verändert hat, die Lieferanten oder während der Produktion Änderungen vorgenommen wurden. Dann wird das mit weiteren Buchstaben gekennzeichnet. Danach kommt das Land, für was der Monitor gebaut ist. EU steht für Europäische Union, KR Korea, UK Vereinigtes Königreich und so weiter. Resümee, was mir gefällt und was besser sein könnte. Der Monitor ist ein Monster und man hat echt viel Platz. Und das alles durchgehend, ohne Ränder oder Spalten und unterschiedlichen Höhen, wenn man zwei Monitore nebeneinander hat. Dass ich zwei Systeme auf einem und auf einmal benutzen kann, mit einer Maus und Tastatur, finde ich am besten. Gut finde ich auch, dass er sich dem Umgebungslicht automatisch anpasst und diese Low Blue Light Technologie hat, was die Augen schont. Ich brauche weniger Kabel und kann meinen Mac mit einem Kabel gleichzeitig aufladen. Was nicht so prickelnd ist, die Lautsprecher können besser sein. Der Mini-Joystick fühlt und hört sich beim Bedienen minderwertig an, ist schon fast nervig. Und der Monitor wackelt wie ein Kuhschwanz, wenn man hinten am Mini-Joystick rumfummelt. Also,
LG, hier ist Nachholbedarf. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich gebe meinen deswegen nicht mehr her. So, das war's dann mit dem Monster 49 Zoll LG Ultrawide Monitor. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuschauen und wenn dir das Video gefallen und weitergeholfen hat, darfst du gerne unten den Super Thanks Button benutzen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Genauso freue ich mich auf einen Daumen oder Kommentar von dir unterhalb des Videos. Pass auf dich auf, bleib vor allem gesund. Tschüss, Ade und ciao, ciao.